Hi, ich bin Sebastian und zeige euch jetzt die Multi-to-Convey-AI-Plattform. Wir beginnen auf der Startseite mit einem kleinen Projektüberblick. Multi-to-Convey-AI ist ein Forschungsprojekt, gefördert vom Land Baden-Württemberg, das sich mit der Industrialisierung von Conversational AI-Systemen beschäftigt. Wir haben gemeinsam mit der Uni Mannheim, Neohelden und Innovex an verschiedenen Use Cases in dem Bereich gearbeitet und unter anderem Modelle für ein Corona-Chatbot oder ein Chatbot auf Logistiksystemen gearbeitet. Ich kann auf der Startseite dann direkt den Demo-Bot ausprobieren. In dem Fall fragt mich der Bot jetzt, welches Modell ich nutzen möchte. Wir haben hier hinterlegt den Covid-Bot und einen Logistik-Bot. An der Stelle kann ich jetzt eine Sprache auswählen, denn im Rahmen des Projektes war auch ein Schwerpunkt, mehrsprachige Modelle zu entwickeln. Ich fange jetzt hier mal mit Deutsch an. Das Modell fragt mich, was ist deine Frage? Ich möchte wissen, muss ich im Büro eine Maske tragen? Und im Hintergrund läuft jetzt ein Intent-Classification-Modell, was meine Frage auf den Intent Corona-Masken mappt, und im Chatbot ist dann auf diesen Intent eine entsprechende Antwort vorbereitet und hinterlegt. Ich kann dann das Sprachmodell wechseln auf Englisch und dieselbe Sprache in Englisch fragen. Und das wird mich dann idealerweise auch wieder auf den Intent Corona-Masken verweisen. Nachdem ich das Modell hier ausprobiert habe, wollen wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe steigen, und zwar auf der Dataset-Seite. Die Entwicklung eines Use Cases beginnt damit, dass die Anwendungspartner aus der Industrie hier Daten sammeln und auf der Plattform hochladen. Nachdem jetzt also der Industriepartner Daten gesammelt hat und die über die Plattform zur Verfügung gestellt hat, kann sich der Forschungspartner die Daten herunterladen und Modelle entwickeln. Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit, einfache Modelle direkt bei uns auf der Plattform zu trainieren und zu evaluieren. Wir wollen jetzt aber mal den Fall annehmen, dass der Forschungspartner hier ein Modell entwickelt hat. Nachdem der Forschungspartner dann ein entsprechendes Modell hochgeladen hat, kann ich mir als Industriepartner auf der Manage Endpoint Seite einen Überblick verschaffen, welche Modelle gerade aktiv sind und für mich verfügbar. In dem Fall haben wir jetzt hier 5 Modelle, 2 für den Corona-Use Case, 1 für den Qualitäts-Use Case, ein Zero-Shot-Modell und ein Demonstrator. Ich kann dann über diese Oberfläche weitere Modelle starten, stoppen oder direkt mit den Modellen interagieren über diesen Demo-Button. Dabei sehe ich die Metadaten von dem entsprechenden Modell, beispielsweise seit wann das Modell in Produktion läuft. Ich kann die Klassen, die durch das Modell unterstützt werden, anschauen, und ich kann bereits beispielhaft mit dem Model interagieren. In dem Fall habe ich die Frage gestellt, do I need to wear a mask in the office, welche mit dem Intent Corona-Maske versehen wird und einer Confidence von 84 Punkten. Ich kann mir außerdem das JSON-Schema anzeigen lassen, welches ich dann nutzen kann, um das entsprechende Modell in meinen Chatbot einzufügen. Das gleiche ist an dieser Stelle geschehen mit den Covid- und Logistikmodellen. Darüber hinaus haben wir hier ein Zero-Shot-Modell auf der Plattform, welches keine Vorannahmen über die Label trifft und auch nicht auf Use-Case-Daten trainiert worden ist. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit zum Prototypen oder um auf geringen gelabelten Daten Dinge auszuprobieren. In dem Fall könnte mich jetzt interessieren, welcher deutsche Athlet heute in Peking Gold gewonnen hat. Und ich kann hier die Klassen Politik, News, Sport und Health angeben. Und in dem Fall
wurde durch das Modell korrekt die Kategorie Sport vorhergesagt mit einer Confidence von 88 Punkten. Wenn ich das Ganze dann jetzt etwas mehr auf die Domäne Sport eingrenzen möchte, also weiterhin Frage, welcher deutsche Athlet gewann heute Gold in Peking, und Frage Running, Olympics und Volleyball, dann sagt in dem Fall das Modell weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Kategorie Olympics hervor.